Heute vor 89 Jahren wurde Heinrich Himmler Chef der deutschen Polizei. Seine Karriere innerhalb der NSDAP, der Nazipartei Hitlers, begann aber schon viel früher. Seit 1929, also insgesamt 16 Jahre, bekleidete Himmler das Amt des Reichsführers SS. Zweck der Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. A. Schutz der örtlichen Versammlungen der Ortsgruppe der NSDAP. B. Verstärkung der persönlichen Begleitung Hitlers im Falle, dass unser Führer in der Nähe der betreffenden Ortsgruppe spricht. Er war der Chef jener Terrororganisation, die politische Gegner und insbesondere die Juden rücksichtslos verfolgte und millionenfach ermordete. Während des Zweiten Weltkriegs galt Himmler sogar als zweitmächtigster Mann im Dritten Reich, direkt nach Adolf Hitler. Die Ernennung zum Chef der Polizei 2 Jahre vor dem berüchtigten Novemberpogrom und 3 Jahre vor Kriegsausbruch gab Himmler nicht nur eine größere Machtfülle. Die Beförderung verschaffte ihm auch eine einzigartige Doppelstellung. Er konnte nun den legalen Verfolgungsapparat der Polizei mit der Parteiarmee der SS verbinden. Die Polizei wurde sozusagen zum verlängerten Arm der SS und fungierte nunmehr als Werkzeug, um die ideologischen Vernichtungspläne der NSDAP und ihrer Parteiführung in die Tat umzusetzen. Nicht umsonst waren bei den Erschießungen der Juden im Osten während des Zweiten Weltkriegs ganze Polizeikompanien beteiligt. Auch die Gestapo wurde in diese neue Struktur mit eingebunden. Gestapo und Kriminalpolizei wurden zum Hauptamt Sicherheitspolizei (SiPo) vereinigt. Wesentlicher Bestandteil des Terrorapparats, den Heinrich Himmler im Dritten Reich installierte, war der schon 1931 gegründete SD, Sicherheitsdienst. Er fungierte sozusagen als Geheimdienst der Partei und sollte ursprünglich Gegner innerhalb der NSDAP überwachen. Im Vorfeld des Krieges wurde auch dieser Teil von Himmlers Terrororganisation mit in die Polizeistrukturen integriert. Im September 1939 wurden Sicherheitspolizei und SD zum Reichssicherheitshauptamt RSHA zusammengeführt. Mit dieser engen organisatorischen und personellen Verknüpfung zwischen Polizeibehörden und Parteiorganen der NSDAP entzogen sich die Verantwortlichen der externen Überprüfung durch Gerichte oder Regierungen. Gestapo und SS wurden ausdrücklich von der gerichtlichen Überprüfung ausgenommen. Willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord wurden nicht nur toleriert, sie wurden systematisch gefördert. Damit war auch die Gewaltenteilung in Exekutive, Judikative und Legislative nicht mehr gegeben. Denn Richter, die Judikative, entschieden nicht mehr über die Einlieferung in ein Konzentrationslager oder andere polizeiliche Maßnahmen. Und die Exekutive, also die Polizeibehörden, agierten ohne Kontrolle der Legislative, ohne Gesetze, die dem Verfolgungswahn aller Beteiligten hätten Grenzen setzen können. Ein kleiner Exkurs für alle, die die Gestapo, SD und SS zwar schon einmal gehört haben, aber nicht auseinanderhalten können. Wie zuvor gesagt, vereinte das Reichssicherheitshauptamt, kurz RSHA, die 3 Dienststellen: Geheime Staatspolizei oder Gestapo, Kriminalpolizei oder die Kripo und den Sicherheitsdienst SD. Die Gestapo war für die Gegnerbekämpfung zuständig. Sie führte also zusammen mit der Kriminalpolizei alle Verfolgungsmaßnahmen gegen politische Gegner wie Kommunisten, die Kirchen, Zeugen Jehovas, aber auch gegen von den Nazis konstruierte Feinde wie die Juden, Sinti und Roma etc. aus. Gestapo-Beamte waren diejenigen, die nachts an der Wohnungstür klingelten und Menschen verhafteten. Sie führten Hausdurchsuchungen durch, setzten Spitzel ein, um Zielpersonen zu überwachen, führten in ihren Gefängnискellern brutale Verhöre mit Foltermethoden durch und konnten Menschen für unbestimmte Zeit in Schutzhaft nehmen bzw. in ein Konzentrationslager einliefern lassen. Später koordinierte die Gestapo auch die Deportationen der Juden in die Vernichtungslager. Verantwortlich für die Durchführung des Genozids und die Bewachung der Konzentrationslager war die SS, Schutzstaffel. Sie wurde bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen als verbrecherische Terrororganisation eingestuft. Bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten war die SS sozusagen eine Art Parteipolizei. Erst später stieg sie zu einer eigenständigen Organisation auf und erlangte mit der Ernennung seines Chefs Heinrich Himmler zum Polizeichef Deutschlands Kontrolle über das gesamte Polizeiwesen. Mit dem Nachrichtendienst SD, der Informationen über politische Gegner sammelte, konnten Aktionen von Gestapo und Polizei erst ausgeführt werden. Diese Informationen des parteiinternen Geheimdienstes flossen direkt in die Maßnahmen von Gestapo und Polizei. Mit der Schaffung der Waffen-SS wurde schließlich sogar eine Konkurrenz zur Wehrmacht, dem eigentlichen deutschen Heer, geschaffen. Ich weiß, dass es manche Leute in Deutschland gibt,
denen schlecht wird, wenn sie unseren schwarzen Rock sehen. Wir haben Verständnis dafür und erwarten nicht, dass wir von allzu vielen geliebt werden. Achten werden und sollen uns alle, denen Deutschland am Herzen liegt. Fürchten sollen uns die, die irgendwie und irgendwann der Nation und dem Führer gegenüber ein schlechtes Gewissen haben müssen. Reichsführer SS, H. Himmler. Was geschah noch im Vorfeld zu Himmlers Beförderung zum Polizeichef? Am 1. April 1936, kein Scherz, unterzeichneten Himmler und sein italienischer Amtskollege das geheime deutsch-italienische Polizeiabkommen. Es sah eine enge Kooperation der beiden faschistischen Diktaturen in der Verbrechensbekämpfung vor. Ein umfassender Informationsaustausch wurde vereinbart und viel folgenschwerer: die Erlaubnis, Gegner beider Regime außer Landes zu bringen, ohne diplomatische Verhandlungen. Damit wurde die millionenfache Verschleppung von politischen Gegnern wie Kommunisten und jüdischen Immigranten vorbereitet. Ähnliche Abkommen wurden mit lateinamerikanischen Staaten und der spanischen Diktatur Francos geschlossen. Zwischen 1936 und 1944 gerieten allein in Italien, Spanien und Deutschland 30.000 politische Gegner in die Fänge der Verfolgungsapparate von Mussolinis Italien, Francos Spanien und Hitler-Deutschland. Kommunisten und Anarchisten wurden verhaftet und in Gefängnisse oder Konzentrationslager überstellt. Es fanden neben dem Informationsaustausch auch Schulungen statt. Deutsche Berater schulten die Sicherheitskräfte Francos und machten so die Polizeiarbeit zur Verfolgung politischer Gegner in Spanien effizienter. Mussolini und Franco halfen mit der Auslieferung zuvor emigrierter deutscher Juden und eines großen Teils der eigenen jüdischen Bevölkerung aktiv mit, den Völkermord an den europäischen Juden zu realisieren. Selbst in der Nachkriegszeit hatte diese enge Zusammenarbeit Folgen. Die Kontakte der Gestapo und der SS nach Spanien und Südamerika erleichterte den Nazi-Verbrechern die Flucht und verhalf wiederum den Regimen Lateinamerikas zu einem in Folter und Mord geschulten Personal, das den Unterdrückungsapparat der südamerikanischen Diktaturen unterstützen und tatkräftig mit aufbauen konnte. In Frankospanien konnten sich dank der Kontakte nationalsozialistische Konzepte zur Verbrechensbekämpfung noch bis in die 70er Jahre halten. Allerdings war der reibungslose Ablauf der Bekämpfung echter und imaginierter Gegner eine Illusion. Wie man an den Parallelstrukturen zwischen Gestapo, Polizei, SS und SD sowie Wehrmacht und Waffen-SS sieht, war der nationalsozialistische Verfolgungsapparat gekennzeichnet durch eine unübersichtliche Struktur. Dies führte zu Rivalitäten und Kompetenzkonflikten, nicht zwischen staatlichen und parteiinternen Organisationen, sondern auch zwischen den einzelnen NSDAP-Organisationen selbst. Dieser Kompetenzenwirrwarr war keineswegs unbeabsichtigt. Durch die überlappenden Strukturen konnte Hitler die verschiedenen Akteure und Behörden gegeneinander ausspielen. Das verhinderte, dass eine Organisation, sei es SS oder Gestapo, zu mächtig wurde. Außerdem trieb die ständige Konkurrenzsituation paradoxerweise die Radikalisierung der Feindbekämpfung voran. Denn auch wenn es ineffizient war, dass die Behörden gegeneinander statt miteinander arbeiteten, versuchte jeder, die Forderungen Hitlers am radikalsten umzusetzen. Das zeigt sich besonders bei der sogenannten Endlösung der Judenfrage, also dem wichtigsten Nazi-Projekt, dem Völkermord an den europäischen Juden. Heinrich Himmler wird von vielen als Architekt des Terrors und der Endlösung bezeichnet, denn seine SS organisierte und verwaltete die Konzentrationslager und war zusammen mit Kriminalpolizei und Wehrmacht für die Erschießungen in den besetzten Gebieten verantwortlich. 1941, nach dem Überfall auf die Sowjetunion, übertrug Himmler die polizeiliche Sicherung der neu besetzten Gebiete und ließ ihm und seiner SS so freie Hand bei allem, was im Vernichtungskrieg gegen das slawische und jüdische Volk in den von Deutschland besetzten Gebieten geschah. Himmlers Machtfülle in diesem Bereich wird auch dadurch deutlich, dass er eigenmächtig den Kreis der zu vernichtenden Völker erweiterte, wobei innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung wohl kein Zweifel herrschte, dass Zigeuner, also Sinti und Roma, ebenfalls als rassisch minderwertig anzusehen waren. So ordnete er auch ihre Deportation in das Vernichtungslager Auschwitz an. Seine Posener Reden, übrigens das einzige zeitgenössische Tondokument über den Holocaust, macht seine Verantwortung deutlich und gibt ein deutliches Zeichen, wie er den Mord an unschuldigen Frauen, Kindern und Männern sowie den Bruch aller Regeln des Völkerrechts und der humanen Kriegsführung sieht.
Hier das berühmteste Zitat aus den 2 Reden, die Himmler am 4. und 6. Oktober 1943, also ein halbes Jahr nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto und der Liquidierung der Judenghettos in Polen und dem Beginn der zweiten Phase der Vernichtung des jüdischen Volkes mit den Deportationen in die Vernichtungslager, vor SS-Offizieren und Reichs- und Gauleitern im besetzten Polen hielt. Bevor ihr euch den Ausschnitt anhört, er spricht hier von den Massenerschießungen der SS-Einsatzgruppen, jener Verbände, die hinter der Front nichts anderes zu tun hatten, als Tausende von Menschen zu erschießen, und das Tag für Tag. Es gibt Berichte und Listen über diese Erschießungen, die als Partisanenbekämpfung bezeichnet wurden. Zum Teil ist von mehreren Tausend an einem Tag die Rede. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen Aufmerksamkeit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir Kleinigkeiten. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und das durchgehalten zu haben. Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Das Einzige, was ich an diesem Ausschnitt einigermaßen nachvollziehen kann, ist, dass es für die einzelnen SS-Männer und Soldaten, denn Wehrmachtsoffiziere konnten sich freiwillig für die Erschießungen melden, schwer gewesen sein musste, Frauen und Kinder zu erschießen. Aber wer von euch diese sehr krude Logik Himmlers versteht, möge mich in den Kommentaren aufklären. Und noch ein kleiner Seitenhieb auf seine Äußerungen, bis auf wenige Schwächen anständig geblieben zu sein, während man den Mord an Hunderttausenden ausführt. Hier bezieht sich Himmler tatsächlich auf das abstruse Verbot, den Raubzug gegen die Juden und andere Verfolgte zur persönlichen Bereicherung zu benutzen. Die Ausplünderung der zum Tode verurteilten Völker Europas wurde tatsächlich detailliert geregelt. Es gab Anweisungen zum Sortieren von Möbeln und eine bevorzugte Ausstattung der Ämter im Reich mit diesen Möbeln. Ich hatte ja schon ein Video zur Aktion M gemacht, bei der Möbel der Deportierten aus Westeuropa zunächst für die Büros der SS in den besetzten Gebieten bestimmt waren. Sogar der schnelle Verkauf von verderblichen Lebensmitteln, um Lagerkosten zu senken, wurde geregelt. Es ist sicher unbestritten, dass die Maßnahmen gegen Juden vor allem dazu gedacht waren, sie vor ihrem noch auszuplündern. Ihr könnt euch gerne dazu meine Videos mit der detaillierten Auflistung der einzelnen Maßnahmen von 1933 bis 1945 anschauen. Für mich versucht er hier, das Unentschuldbare zu rechtfertigen. Und anstatt Mitleid für die Opfer dieser Mordaktion aufzubringen, zeigt er nur Mitleid für seine Männer und verhöhnt die Opfer sogar noch im nächsten Zitat. Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an den Kreuzungen umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutschen, die wir als Einzige auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben. Wenn ja einer kommt und sagt, ich kann mit den Kindern oder mit den Frauen den Panzergraben nicht bauen, das ist unmenschlich, denn dann sterben die daran. Dann muss ich sagen, du bist ein Mörder an deinem eigenen Volk.
In diesem zweiten Zitat wird die rücksichtslose Haltung gegenüber jenen Völkern und Menschen deutlich, die die Nazis als lebensunwert klassifiziert haben und nur als Arbeitssklaven für uns höher stehende Arier ansieht. Falls ihr euch fragt, was mit Heinrich Himmler nach dem Krieg und der Kapitulation Deutschlands geschah, er wurde nicht zum Tode verurteilt und auch nicht gehängt, wie andere aus der Führungsriege der Nationalsozialisten. Nein, wie seine Kumpanen Hitler und Goebbels zog Himmler es vor, sich selbst zu richten, wie er es wohl pathetisch ausdrücken würde. Nachdem seine Flucht gescheitert war und er Ende Mai 1945 von den Briten festgenommen worden war, biss er während einer ärztlichen Untersuchung vor dem Verhör auf eine versteckte Cyankali-Kapsel und starb in kürzester Zeit. Diese Kapsel trugen SS-Soldaten übrigens immer bei sich, um im Falle einer Verhaftung sofort Selbstmord begehen zu können. So entzog sich Himmler genauso feige wie seine Vorgesetzten, Hitler und Goebbels, einer Strafverfolgung und juristischen Aufarbeitung seiner Taten. Wer sich weiter über Himmler informieren will, es gibt eine wirklich sehr sehenswerte Doku aus dem Jahr 2014, Der Anständige. Die israelische Dokumentarfilmerin Vanessa Lappa arbeitete mit der privaten Korrespondenz und Tagebucheinträgen Himmlers und gibt einen detaillierten Einblick in seine wirklich sehr fragwürdige Gedankenwelt. Den Link zur Doku hier auf YouTube gibt es in der Beschreibung, solange sie noch online ist. Ich hoffe, dieses neue Format gefällt euch. Falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, gerne in die Kommentare schreiben.